Lektion 1: Reisepläne. Hi Anna, das ist eine gute Idee. Haben Sie Ihre Unterkunft schon gebucht? Hallo John, noch nicht. Ich überlege immer noch, wo ich übernachten soll. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Suchen Sie ein Hotel oder etwas anderes? Ich denke über ein Airbnb nach. Es fühlt sich gemütlicher und lokaler an. Das hört sich gut an. Auf diese Weise kann man oft einzigartige Orte finden. Glaub, außerdem mag ich es, eine Küche zu haben, in der ich einige Mahlzeiten zubereiten kann. Kluge Wahl. Es kann auch Geld beim Essen sparen. Wer, haben Sie gute Orte für Ihre Reise gefunden? Ich habe ein Strandresort im Auge. Ich möchte mich entspannen und die Sonne genießen. Das klingt erstaunlich. Bevorzugen Sie belebte Touristenorte oder ruhige Gegenden? Ich bevorzuge ruhigere Orte, an denen ich mich entspannen und in meinem eigenen Tempo erkunden kann. Lektion 2: Hobbys und Interessen. Guten Morgen, Anna. Ich mag Fotografie und spiele Gitarre. Und du? Hallo John, das ist cool. Ich liebe Malen und Wandern. Malen hört sich lustig an. Was malst du gerne? Ich mag Landschaften und Naturszenen. Sie sind so beruhigend. Ich kann es mir vorstellen. Die Natur auf Leinwand einzufangen muss lohnend sein. Das ist es wirklich. Wie lange spielst du schon Gitarre? Seit nunmehr etwa 5 Jahren. Ich liebe es, neue Lieder zu lernen. Das ist großartig. Spielst du ein bestimmtes Genre? Hauptsächlich Folk und Akustik. Mir gefällt das Geschichtenerzählen in den Liedern. Ich liebe das. Musik und Kunst erzählen beide schöne Geschichten. Absolut. Sie sind großartige Möglichkeiten, uns kreativ auszudrücken. Lektion 3: Historische Begegnungen. Hey Anna, wusstest du, dass viele davon Kinder waren? Hallo John, wirklich. Das ist faszinierend. Von wem redest du? Ich beziehe mich auf die frühen Begegnungen in Massachusetts. Ah, richtig. Die amerikanischen Ureinwohner und Siedler hatten eine komplexe Beziehung. Ja, aufgrund von Missverständnissen waren sie zunächst nicht freundlich. Das stimmt. Es ist interessant, wie die Geschichte unsere Perspektiven prägt. Genau. Im Laufe der Zeit bildeten sich einige Allianzen, aber es war eine Herausforderung. Ja, es ist wichtig, aus diesen historischen Ereignissen zu lernen. Definitiv. Sie lehren uns über Zusammenarbeit und Konflikte. Und die Bedeutung der Kommunikation beim Aufbau von Beziehungen. Sicher. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Hintergrund des anderen zu verstehen. Lektion 4: Branchenübergreifende Innovation. Guten Morgen, Anna. Die Technologie hat auch verschiedene Branchen revolutioniert. Hallo John, auf jeden Fall. Vom Gesundheitswesen bis zur Bildung ist es unglaublich. Rechts. Die Telemedizin hat die Art und Weise verändert, wie Patienten versorgt werden. Ja, es macht die Gesundheitsversorgung für viele Menschen zugänglicher. Und im Bildungsbereich hat das Online-Lernen neue Möglichkeiten eröffnet. Hilf. Studenten können jetzt von überall lernen. Es ist erstaunlich, wie Technologie Lücken in so vielen Bereichen schließt. Ja, es fördert auch Innovation und neue Ideen. Welche Branche hat Ihrer Meinung nach am meisten profitiert? Ich würde sagen, das Gesundheitswesen, weil es sich direkt auf das Leben auswirkt. Das ist ein toller Punkt.
Verbesserte Technologie kann Leben retten und Ergebnisse verbessern. Lektion 5: Die Kraft der Kunst. Hi Anna, hast du das Gemälde der dunkelhaarigen Frau gesehen? Hallo John, ja. Die Art und Weise, wie die Künstlerin ihre Schultern einfängt, ist atemberaubend. Rechts. Wenn Menschen dieses Gemälde betrachten, spüren sie oft eine tiefe Verbundenheit. Absolut. Es ruft so starke Emotionen hervor. Was stellt es Ihrer Meinung nach dar? Ich denke, es symbolisiert gleichzeitig Stärke und Verletzlichkeit. Der, der Kontrast ist stark. Es lässt einen über die Geschichte hinter ihrem Gesichtsausdruck nachdenken. Genau. Kunst kann so viel erzählen, ohne Worte zu benutzen. Ich liebe es, wie es bei den Zuschauern unterschiedliche Interpretationen hervorrufen kann. Jeder Mensch sieht etwas Einzigartiges, das seine eigenen Erfahrungen widerspiegelt. Das ist das Schöne an der Kunst. Es bringt Menschen durch gemeinsame Gefühle zusammen. Sicher, es ist eine wunderbare Möglichkeit, menschliche Erfahrungen zu erkunden. Lektion 6: Die Reise der Schöpfung. Hallo Anna, wusstest du, dass Händel sein berühmtes Werk in nur 24 Tagen fertiggestellt hat? Hallo John Fuff. Das ist beeindruckend. Wie war seine Reaktion, als er es fertiggestellt hatte? Als er gefragt wurde, wie er sich fühle, sagte er, es sei wie eine göttliche Inspiration. Das ist faszinierend. Für ihn muss es eine tiefgreifende Erfahrung gewesen sein. Ja, es ist erstaunlich, wie intensiv die Kreativität manchmal fließen kann. Definitiv. Manchmal fühlen sich Künstler völlig im Einklang mit ihrer Arbeit. Haben Sie jemals eine solche Inspiration erlebt? Ich glaube, es gibt Momente, da kommen mir Ideen ganz mühelos. Diese Momente sind magisch. Sie erinnern uns daran, warum wir etwas erschaffen. Ja, es ist, als würde man auf etwas zugreifen, das größer ist als wir selbst. Und es macht das fertige Produkt noch lohnender. Lektion 7: Nahrung einfangen. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie ansprechend und lecker Fotos sein können? Hallo John, absolut. Die richtige Beleuchtung und Komposition sind der Schlüssel zu einer großartigen Fotografie. Ja, ein gut beleuchtetes Gericht kann den entscheidenden Unterschied machen. Welches Essen fotografieren Sie am liebsten? Ich liebe es, Desserts einzufangen. Sie sind farbenfroh und machen Spaß beim Stylen. Das hört sich köstlich an. Ich fotografiere auch gerne herzhafte Gerichte. Es kann sehr interessant sein, die Textur herzhafter Gerichte hervorzuheben. Genau. Ich denke auch, dass Beilagen der Präsentation eine schöne Note verleihen. Tja, Sie können das Gericht aufwerten und es noch appetitlicher aussehen lassen. Habt ihr Tipps für Einsteiger in die Fotografie? Ich würde vorschlagen, für Abwechslung mit natürlichem Licht und verschiedenen Blickwinkeln zu experimentieren. Toller Rat. Ein wenig Kreativität kann aus einer einfachen Mahlzeit ein Kunstwerk machen. Lektion 8: Die Suche nach Schutz. Guten Morgen, Anna. Ich habe von Kindern gelesen, die in Notunterkünften untergebracht wurden, weil ihre Eltern keine Bleibe finden konnten. Hallo John, das ist herzerreißend. Für diese Familien muss es hart sein. Ja, es unterstreicht die Bedeutung von bezahlbarem Wohnraum für alle. Absolut. Jeder verdient einen sicheren Ort zum Leben. Es ist besonders für das Wohlergehen von Kindern von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Stabilität im Wohnraum kann ihre Entwicklung stark beeinflussen.
Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir Bedürftigen helfen können? Freiwilligenarbeit in örtlichen Tierheimen kann einen großen Unterschied machen. Ja, auch kleine Spenden können zur Versorgung der Familien beitragen. Wichtig ist auch die Sensibilisierung für Wohnungsfragen. Sicher, gemeinsam können wir uns für Veränderungen in unseren Gemeinden einsetzen. Lektion 9: Reisen mit dem Flugzeug. Hallo Anna, hast du schon einmal darüber nachgedacht, was am Check-in-Schalter passiert? Hallo John, ja, Sie brauchen Ihre Bordkarte und Ihren Reisepass, oder? Genau, nachdem Sie diese vorgelegt haben, wird Ihr Gepäck überprüft, falls Sie welche haben. Was, was passiert dann als nächstes? Nach dem Check-in begeben Sie sich zur Sicherheitskontrolle. Sie kontrollieren Taschen und persönliche Gegenstände. Tja, besonders in Stoßzeiten kann es etwas stressig sein. Sicher. Aber sobald Sie durch sind, geht es normalerweise reibungslos bis zum Gate. Pfiff, ich liebe die Aufregung, wenn ich darauf warte, an Bord zu gehen. Ich auch. Es ist die Vorfreude, ein neues Ziel zu erreichen. Bevorzugen Sie Fenster oder Gangplätze? Ich mag Fensterplätze wegen der Aussicht. Und du? Lektion 10: Grenzen und Grenzen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon davon gehört, wie sich die Grenzen in Europa verändert haben? Hallo John, ja, es ist interessant, wie Großbritannien seine Grenzen zurückgesetzt hat. Genau. Doch dann wurden sie auf europäischer Ebene wieder eingeführt. Es ist wie eine Grenzverschiebung als Reaktion auf politische Veränderungen. Rechts. Es regt zum Nachdenken über das Wesen der Souveränität an. Definitiv. Länder müssen Unabhängigkeit und Zusammenarbeit in Einklang bringen. Und die Herausforderungen, die mit der Aufrechterhaltung dieser Beziehungen einhergehen. Tja, es ist eine komplexe Situation, die viele Menschen betrifft. Sicher, die Geschichte zeigt uns, wie Grenzen das Leben dramatisch beeinflussen können. Lektion 11: Wegeschreibung finden. Hi Anna, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo der Check-in-Schalter ist? Hallo John, es liegt geradeaus auf der linken Seite. Danke. Auf geschäftigen Flughäfen verliere ich mich immer etwas. Es kann verwirrend sein. Flughäfen ähneln oft kleinen Städten. Ja, mit all den Zeichen und Menschen, die sich bewegen. Es, es ist hilfreich, den Schildern zu folgen und nachzufragen, wenn sie unsicher sind. Guter Punkt. Nach dem Weg zu fragen kann Zeit sparen. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, Mitreisende kennenzulernen. Kommen Sie normalerweise früh an, um dem Ansturm zu entgehen? Lektion 12: Stolz auf das Erbe. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass die Waliser sehr stolz auf ihre eigene Sprache sind? Hallo John, ja, Ihre Sprache, Walisisch, hat eine reiche Geschichte und ein reiches Erbe. Genau. Es ist erstaunlich, wie Sie es über Generationen hinweg bewahrt haben. Ja, Sprache ist ein so wichtiger Teil der Identität und Kultur. Definitiv. Es verbindet Menschen mit ihren Wurzeln und Traditionen. Ich bewundere, wie Sie Ihr Erbe durch Festivals und Musik feiern. Absolut. Es hält ihre Kultur lebendig und lebendig. Haben Sie schon einmal ein walisisches Festival besucht? Noch nicht, aber ich würde es gerne aus erster Hand erleben. Du solltest. Es ist eine schöne Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen.
Sicher. Ich freue mich darauf, mehr darüber zu erfahren. Lektion 13. Zahlen lehren. Hallo Anna, wusstest du, dass wir jedem Zahlen beibringen, sogar kleinen Kindern? Hallo John, das stimmt. Zahlen sind für das Lernen von grundlegender Bedeutung. Genau. Es hilft ihnen, grundlegende Konzepte von Menge und Ordnung zu verstehen. Tja, außerdem wird die Grundlage für spätere mathematische Fähigkeiten gelegt. Rechts. Und wenn es Spaß macht, kann es junge Lernende wirklich fesseln. Hilf. Mit Spielen und Liedern macht das Zahlenlernen Spaß. Haben Sie kreative Methoden zum Unterrichten von Zahlen gesehen? Ich habe farbenfrohe Schautafeln und Zählspielzeuge gesehen, die wirklich Aufmerksamkeit erregen. Das sind tolle Werkzeuge. Visuals können die Gedächtniserhaltung verbessern. Tja, es ist faszinierend, wie Kinder spielerisch Konzepte erlernen. Sicher. Es geht darum, das Lernen zu einer positiven Erfahrung zu machen. Lektion 14. Die Freude an der Musik. Morgen, Anna, das ist wunderbar. Kannst du irgendwelche Lieder spielen? Hallo John, ich kann ein paar beliebte spielen. Was haben Sie gern? Ich mag klassischen Rock und einige Popsongs. Tolle Auswahl. Ich kann ein paar Hits aus den 80ern spielen. Das hört sich lustig an. Spielst du irgendwelche Instrumente? Ich spiele Gitarre und ein bisschen Klavier. Hallo. Ich spiele auch Gitarre. Es ist so ein vielseitiges Instrument. Tja, man kann damit so viele Genres spielen. Regten sie oft auf? Manchmal bei lokalen Veranstaltungen. Es ist etwas nervenaufreibend, aber aufregend. Ich würde dich gerne einmal spielen hören. Lektion 15. Niagarafälle. Hi Anna, warst du schon einmal in den Niagarafällen? Hallo John, ja. Es ist so ein berühmter Ort mit atemberaubender Aussicht. Absolut. Jedes Jahr kommen viele Touristen dorthin. Es ist ein Muss für jeden, der in diese Gegend reist. Haben Sie bei Ihrem Besuch Fotos gemacht? Ja, die Wasserfälle sind so malerisch. Ich habe einige tolle Aufnahmen gemacht. Das ist großartig. Der Nebel und die Regenbögen schaffen eine magische Atmosphäre. Definitiv. Und auch das Rauschen des Wassers ist unglaublich. Erinnern Sie sich an die lustigen Aktivitäten, die Sie dort unternommen haben? Ich habe eine Bootstour bis zu den Wasserfällen gemacht. Es war aufregend. Ich wette, das ist ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 16. Der Wert des Lebens. Guten Morgen, Anna. Denkst du, dass es wichtig ist, die Würde unseres Lebens zu bekräftigen? Hallo John, absolut. Jedes Leben hat Wert und Sinn. Ja, diese Arbeit hebt diese Wahrheiten weiterhin hervor. Es ist wichtig, die Geschichte jedes Einzelnen anzuerkennen und zu feiern. Genau. Die Erfahrungen jedes Einzelnen tragen zur größeren Erzählung bei. Diese Geschichte geht weiter und prägt unser Verständnis der Menschheit. Rechts. Und das Teilen dieser Geschichten kann andere inspirieren. Tja, es fördert Empathie und Verbundenheit zwischen Menschen. Es ist eine schöne Erinnerung an die Kraft der Gemeinschaft. Lektion 17. In den Wellen planschen. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, wie viele Kinder am Strand schwimmen lernen? Hallo John, ja.
Es ist so ein lustiger Ort für sie, im Wasser zu spielen. Absolut. Die Wellen und der Sand machen es zu einer aufregenden Umgebung. Und Schwimmen ist eine so wichtige Fähigkeit für die Sicherheit. Genau. Viele Kinder beginnen mit Schwimmkörpern, bevor sie schwimmen lernen. Pfeff, es ist toll zu sehen, wie sie im Wasser Selbstvertrauen gewinnen. Haben Sie jemals jemandem das Schwimmen beigebracht? Ich habe, es ist lohnend, ihre Fortschritte zu sehen. Das macht mir auch Spaß. Die Freude in ihren Gesichtern ist unbezahlbar. Pfeff, haben Sie eine Lieblingsaktivität am Strand? Ich liebe es, mit Kindern Sandburgen zu bauen. Und du? Lektion 18. Einkaufsvorteile. Guten Morgen, Anna. Hast du gehört, dass viele Geschäfte Rabatte anbieten? Hallo John, ja, es ist eine großartige Möglichkeit, beim Einkaufen Geld zu sparen. Rechts. Und einige Orte haben auch ein Treuekartenprogramm. Diese Programme können sich wirklich summieren. Für regelmäßige Einkäufe erhalten Sie Prämien. Genau. Es ist schön, als treuer Kunde Sonderangebote zu erhalten. Haben Sie Treuekarten? Ich tue. Ich verwende sie in meinem Lieblingslebensmittelgeschäft. Ebenfalls. Sie schicken mir oft Gutscheine basierend auf meinen Einkaufsgewohnheiten. Das ist hilfreich. Es fühlt sich an, als ob man mehr für sein Geld bekommt. Definitiv. Außerdem ermutigt es mich, öfter dort einzukaufen. Es ist eine Win-Win-Situation für Kunden und Geschäfte. Lektion 19. Hoch hinaus. Hi Anna, hast du dir jemals vorgestellt, in der Nähe der Baumwipfel zu fliegen? Hallo John, ja, es muss sich unglaublich anfühlen, über der Landschaft zu schweben. Ich weiß. Obwohl wir nicht wie Vögel fliegen können, ist es dennoch ein Nervenkitzel. Du, ich liebe die Idee, die Welt von oben zu sehen. Es bietet eine völlig neue Perspektive auf Natur und Städte. Tja, waren Sie schon einmal in einem Kleinflugzeug? Ja, es war spannend, alles aus der Luft zu sehen. Ich wette, die Aussicht muss atemberaubend sein. Das war es wirklich. Ich fühlte mich für einen Moment wie ein Vogel. Das klingt erstaunlich. Das würde ich gerne eines Tages erleben. Du solltest. Es ist ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 20. Wegbeschreibung finden. Morgen, Anna, kannst du mir mit der Wegbeschreibung helfen? Hallo John, sicher. Wohin müssen Sie gehen? Ich suche die Bibliothek. Gehen Sie einfach etwa 2 Blocks geradeaus und biegen Sie dann links ab. Habe es. Ist es weit von hier? Gar nicht. Es ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Das ist großartig. Ich liebe es, an der frischen Luft spazieren zu gehen. Ich auch. Es ist eine schöne Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Besuchen Sie oft die Bibliothek. Ja, ich lese gerne und finde neue Bücher. Ebenfalls. Es ist ein Schatz an Wissen. Lektion 21. Aufgaben priorisieren. Hallo Anna, ich dachte, wir sollten unsere Aufgaben in der Reihenfolge ihrer Priorität auflisten. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Es hilft uns, organisiert zu bleiben. Genau. Sobald wir die Liste haben, können wir jeder Aufgabe Zeit zuweisen. Tja, es macht es einfacher, unsere Zeit effektiv zu verwalten.
Sollten wir damit beginnen, die dringendsten Aufgaben zu identifizieren? Definitiv. Dringlichkeit kann uns bei der Entscheidung helfen, was zuerst kommt. Danach können wir uns auf wichtige, aber weniger dringende Aufgaben konzentrieren Was? Es geht darum, unsere Arbeitsbelastung auszubalancieren. und stellen sicher, dass wir nichts Wesentliches übersehen. Genau. Ich fühle mich produktiver, wenn ich einen klaren Plan habe. Ich auch. Eine gut strukturierte Liste kann unsere Effizienz wirklich steigern. Lektion 22. Alte Religionen. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass die Römer viele Götter und Religionen hatten? Hallo John, ja. Ihre Mythologie ist ziemlich faszinierend. Genau. Sie verehrten verschiedene Götter für unterschiedliche Aspekte des Lebens. Was? Und einige andere Kulturen hatten ähnliche Überzeugungen. Ja, wie die beiden Religionen, die sich auf einen Hauptgott konzentrierten. Das ist interessant. Es zeigt, wie verschiedene Kulturen mit Spiritualität umgehen. In der Tat, die Verehrung eines Gottes kann ein starkes Gemeinschaftsgefühl schaffen. Besuch. Es fördert die Einheit unter den Anhängern. Haben Sie einen Lieblingsmythos oder eine Lieblingsgeschichte aus dieser Zeit? Ich liebe die Geschichte von Herkules und seinen 12 Taten. Es ist so abenteuerlich. Das ist ein Klassiker. Es vermittelt Lektionen über Stärke und Ausdauer. Lektion 23. Edisons Vermächtnis. Hallo Anna, hast du jemals über die Erfindungen von Thomas Edison nachgedacht? Hallo John, ja. Er ist vor allem für die Glühbirne und den Phonographen bekannt. Genau, diese Erfindungen haben die Welt in vielerlei Hinsicht verändert. Risse. Die Glühbirne revolutionierte die Art und Weise, wie wir unsere Räume beleuchten. Und der Phonograph brachte Musik wie nie zuvor in die Häuser. Tja, es war der Beginn der aufgezeichneten Musik. Edison erreichte ein hohes Alter, was ihm ermöglichte, seinen Einfluss zu erkennen. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, welche Wirkung seine Erfindungen noch heute auf uns haben. Definitiv. Seine Arbeit legte den Grundstein für die moderne Technologie. Haben Sie eine Lieblingserfindung von ihm? Ich denke, die Glühbirne ist mein Favorit. Es ist eine so einfache, aber wirkungsvolle Idee. Lektion 24. Schöne Kreationen. Guten Morgen, Anna. Ich habe gerade ein paar wunderschön gemachte Kunsthandwerke auf dem Markt gesehen. Hallo John. Oh, das hört sich interessant an. Was für ein Kunsthandwerk. Es gab handgefertigte Töpferwaren und aufwendige Schmuckstücke. Puff. Gibt es sie in verschiedenen Stilen? Ja, einige waren traditionell, während andere einen modernen Touch hatten. Das ist großartig. Ich liebe einzigartige Gegenstände, die eine Geschichte erzählen. Genau. Jedes Stück spiegelt die Kreativität und Kultur des Künstlers wider. Haben Sie schon einmal versucht, Ihr eigenes Kunsthandwerk herzustellen? Ich habe mich mit Töpfern beschäftigt. Es ist ein lustiger und chaotischer Prozess. Ich wette, ich würde gerne eines Tages an einem Töpferkurs teilnehmen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Es könnte ein tolles Hobby sein. Lektion 25. Sport und Werbung. Hallo Anna, wussten Sie, dass Sport viele wichtige Werbethemen bietet? Hallo John, ja. Geschwindigkeit, Stärke und Wettbewerb sind alles gute Verkaufsargumente. Genau. In der Werbung werden häufig Sportler als Symbol für diese Eigenschaften verwendet. Es ist faszinierend,
welchen Einfluss der Sport auf Marketingstrategien hat. Rechts. Und Ausdauer ist ein weiteres entscheidendes Thema. Tja, es findet großen Anklang bei Menschen, die harte Arbeit und Hingabe bewundern. Haben Sie eine Lieblingssportwerbung, die Sie inspiriert hat? Ich liebe die Nicke-Werbung. Sie fördern immer das Überschreiten ihrer Grenzen. Ebenfalls. Ihre Botschaft ist kraftvoll und motivierend. Außerdem sind oft echte Sportler zu sehen, was für mehr Authentizität sorgt. Genau. Dadurch fühlt sich die Kampfpartner nachvollziehbar und authentisch an. Lektion 26. Einblicke in das Krankenhaus. Guten Morgen, Anna. Ich habe gelesen, dass die Ausfallrate bei Patienten in Krankenhäusern bei etwa 20% liegt. Hallo John, das klingt besorgniserregend. Was sind die guten Nachrichten? Die gute Nachricht ist, dass im Krankenhaus alles auf eine Verbesserung der Pflege ausgerichtet ist. Das ist beruhigend. Das bedeutet, dass Sie sich auf die Patientenergebnisse konzentrieren. Ja, Krankenhäuser arbeiten ständig daran, die Ausfallraten zu reduzieren. Das ist wichtig. Welche Strategien nutzen Sie? Sie investieren in eine bessere Schulung des Personals und fortschrittliche Technologie. Das macht Sinn. Technologie kann die Patientensicherheit erheblich verbessern. Genau. Und sie legen auch Wert auf Teamarbeit und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Dies sind Schlüsselfaktoren für eine wirksame Gesundheitsversorgung. Sicher. Es ist ermutigend zu sehen, dass Krankenhäuser das Wohlergehen der Patienten in den Vordergrund stellen. Lektion 27. Modefunde. Hi Anna, hast du dir die neuesten Modetrends angesehen? Hallo John, das habe ich. In dieser Saison gibt es einige wirklich aufregende Styles. Perfekt. Ich brauche auch neue Schuhe. Was ist gerade im Trend? Sneakers erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, vor allem die klobigen Modelle. Ich liebe klobige Sneaker. Sie sind sowohl bequem als auch stilvoll. Tja, sie passen gut zu lässigen Outfits. Was für Schuhe suchen Sie? Ich denke über etwas Vielseitiges für den Alltag nach. Das hört sich großartig an. Haben Sie schon einmal über Stiefeletten nachgedacht? Stiefeletten könnten eine gute Wahl sein. Sie sind stilvoll und funktional. Süß. Außerdem lassen sie sich leicht schick oder lässig anziehen. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Es kann so viel Spaß machen, Mode zu entdecken. Lektion 28. Fragen zur Kasse. Guten Morgen, Anna. Kann ich die Zahlung für zusätzliche Kosten beim Bezahlen begleichen? Hallo John, ja. An den meisten Orten können Sie an der Kasse zusätzliche Gebühren hinzufügen. Das ist gut zu wissen. Es macht die Dinge bequemer. Definitiv. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Artikel kaufen. Gibt es Artikel, für die normalerweise zusätzliche Kosten anfallen? Ja, für Artikel wie Garantien oder Geschenkverpackungen fallen oft zusätzliche Gebühren an. Ich verstehe. Es ist wichtig, diese Details zu überprüfen, bevor Sie einen Kauf abschließen. Siluf. Das Lesen des Kleingedruckten kann Sie vor Überraschungen bewahren. Das versuche ich jetzt immer. Es ist eine gute Angewohnheit, diese zu entwickeln. Wenn Sie informiert sind, können Sie beim Einkaufen bessere Entscheidungen treffen. Genau. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, was mich erwartet. Lektion 29. Herausforderungen beim Lebensmitteleinkauf. Hi Anna, Lebensmitteleinkauf kann manchmal schwierig sein, oder? Hallo John, absolut.
Es ist schwierig, die Produkte vorher zu inspizieren. Genau, Sie können nicht immer die gewünschten Artikel auswählen. Das ist so wahr. Wenn ich nach Hause komme, finde ich oft zerdrückte Früchte. Ebenfalls. Ich wünschte, ich könnte sie selbst auswählen. Pfiff. Es geht darum, die frischesten Optionen zu bekommen. Haben Sie schon einmal versucht, auf einem Bauernmarkt einzukaufen? Pfiff. Die Produkte dort sind meist viel besser. Ich liebe die Vielfalt und die Möglichkeit, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen. Tjoch, es fühlt sich persönlicher und lohnender an. Außerdem finden Sie oft einzigartige Artikel, die Sie in Geschäften nicht finden würden. Lektion 30. Organisieren mit Lagerung. Guten Morgen, Anna. Ich habe Aufbewahrungsbehälter verwendet, um meinen Platz zu organisieren. Hallo John, das hört sich nützlich an. Beschriften Sie sie, damit sie leicht zugänglich sind. Ja, es hilft mir, Dinge schnell zu finden, ohne herumwühlen zu müssen. Das ist eine kluge Idee. Was bewahren Sie darin auf? Hauptsächlich saisonale Artikel und Zusatzartikel wie Weihnachtsdekorationen. Großartig. Es ist schön, diese Dinge aus dem Weg zu räumen. Genau. Ich kann mich in meinem Wohnraum auf das Wesentliche konzentrieren. Wie entscheiden Sie, was in welche Tonne gehört? Ich kategorisiere sie nach Art und Häufigkeit der Nutzung. Das macht Sinn. Es ist wichtig, die Dinge organisiert zu halten. Definitiv. Das spart Zeit und reduziert den Stress bei der Suche nach Artikeln. Lektion 31. Kanadas Nationalparks. Hey Anna, wusstest du, dass Kanadas Nationalparksystem in Banff begann? Hallo John, ja. Es ist für seine atemberaubenden Naturmerkmale bekannt. Genau. Die Berge und Seen dort sind atemberaubend. Und es ist auch die Heimat einer Vielzahl von Wildtieren. Rechts. Sie können alles vom Bären bis zum Elch in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Es ist unglaublich, wie vielfältig das Ökosystem ist. Haben Sie Nationalparks in Kanada besucht? Ich war in Alaska. Die Landschaft war unvergesslich. Jasper ist wunderschön. Ich liebe den Sternenhimmel dort nachts. Pfeff, es ist einer der besten Orte zum Beobachten von Sternen. Ich würde gerne weitere Parks und ihre einzigartigen Besonderheiten erkunden. Lektion 32. Evolution. Guten Morgen, Anna. Hast du schon von den verschiedenen Jetstien gehört? Hallo John, ja. Bub und Kuljat sind faszinierende Genres. Genau. Sie stellen einen Wandel in der Jazzmusik im 20. Jahrhundert dar. Einige Leute bevorzugten diese neueren Arten wegen ihrer Komplexität. Rechts. Bob hat so komplizierte Rhythmen und schnelle Tempi. Und Kuljat bietet eine entspanntere Atmosphäre. Ja, es ist perfekt zum Entspannen und Genießen der Musik. Haben Sie eine Präferenz zwischen den beiden? Ich bevorzuge Cool Jazz wegen seiner sanften Klänge. Das weiß ich auch zu schätzen. Es ist großartig für einen ruhigen Abend zu Hause. Absolut. Beide Stile haben ihren einzigartigen Charme. Lektion 33. Alte Gebäude erkunden. Hi Anna, hast du schon einmal über die Geschichte aller alten Gebäude in unserer Stadt nachgedacht? Hallo John, ja. Sie haben so viele Geschichten zu erzählen.
Jemand erzählte mir, dass eines der Häuser aus dem 19. Jahrhundert stammt. Wurf, das ist beeindruckend. Es muss im Laufe der Jahre so viele Veränderungen gegeben haben. Genau. Ich frage mich, wie das Leben damals war. Tja, es ist faszinierend, sich die Menschen vorzustellen, die dort lebten. Denken Sie, wir sollten irgendwann eine historische Tour machen? Das klingt nach einer tollen Idee. Wir könnten auch mehr über ihre Architektur erfahren. Absolut. Jeder Stil erzählt eine andere Geschichte über diese Ära. Und es ist eine schöne Möglichkeit, das Erbe unserer Stadt zu würdigen. Ich stimme zu. Die Erkundung alter Gebäude kann wie eine Zeitreise in die Vergangenheit sein. Lektion 34. Innere Qualitäten. Guten Morgen, Anna. Ich habe ein Zitat gesehen, in dem es heißt, dass es auf deine Qualitäten ankommt, nicht nur auf dein Aussehen. Hallo John, das ist so wahr. Innere Qualitäten sind es, die uns ausmachen. Genau. Freundlichkeit und Ehrlichkeit sind viel wertvoller. Ja, diese Eigenschaften bauen starke Beziehungen auf. Haben Sie jemals jemanden getroffen, der zunächst unattraktiv war, sich dann aber als großartig herausstellte? Definitiv. Ich habe Menschen getroffen, die schüchtern waren, aber unglaubliche Talente hatten. Es ist eine Erinnerung daran, nicht zu schnell zu urteilen. Ja, jeder hat etwas Einzigartiges zu bieten. Ich denke, Selbstvertrauen entsteht auch dadurch, dass wir unsere inneren Stärken erkennen. Sylwuf, wenn wir uns selbst wertschätzen, zeigt sich das in unseren Interaktionen. Ich liebe diese Perspektive. Es fördert eine integrativere Denkweise. Lektion 35. Der Kampf um die Unabhängigkeit. Hi Anna, wusstest du, dass es mehrere Jahre lang heftige Kämpfe zwischen den Amerikanern und den Briten gab? Hallo John, ja, der Kampf um die Unabhängigkeit war intensiv. Genau. Es hat die Nation geformt, die wir heute kennen. Was waren Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für den Konflikt? Besteuerung ohne Vertretung war ein großer Faktor. Das macht Sinn. Die Menschen hatten das Gefühl, dass ihre Stimmen nicht gehört wurden. Rechts. Und auch der Wunsch nach Selbstverwaltung spielte eine große Rolle. Ja, es ist faszinierend, welche Auswirkungen diese Ereignisse noch immer auf uns haben. Sicher. Das Verständnis der Geschichte hilft uns, unsere Freiheit zu schätzen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen. Und um sicherzustellen, dass wir unsere Rechte auch in Zukunft schützen. Lektion 36. Bügelhilfe. Morgen Anna, hast du ein Bügelbrett und ein Bügeleisen, die ich mir ausleihen könnte? Hallo John, ja, ich habe beides. Was müssen Sie bügeln? Ich habe ein paar Hemden, die vor meinem Treffen etwas Aufmerksamkeit benötigen. Das ist kein Problem. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen zeigen, wie Sie sie verwenden. Das wäre großartig. Ich bin nicht der Beste im Bügeln. Keine Sorge, es braucht nur ein wenig Übung. Das weiß ich zu schätzen. Es ist schön, eine helfende Hand zu haben. Natürlich, wir alle brauchen manchmal ein wenig Hilfe. Genau. Vielleicht kann ich als Dankeschön ein Abendessen für dich kochen. Das klingt nach einem fairen Handel. Das würde mir gefallen. Großartig. Machen wir einen Plan. Lektion 37. Abstauswahl. Hallo Anna, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich zur Abwechslung normalerweise Bananen, Äpfel und Orangen. Hallo John, das sind großartige Entscheidungen.
Sie sind alle nahrhaft und köstlich. Genau. Ich liebe es, frisches Obst als Snack zur Hand zu haben. Ich auch. Haben Sie unter diesen einen Favoriten? Ich glaube, Bananen sind mein Favorit. Sie sind so praktisch. Ich mag Äpfel. Sie sind knusprig und gibt es in vielen Variationen. Das stimmt. Bevorzugen Sie sie süß oder säuerlich? Ich bevorzuge süße Äpfel wie Fuji oder Honigkris. Gute Wahl. Was ist mit Orangen? Benutzt du sie in Rezepten? Verf Ich mache frischen Saft oder füge sie zu Salaten hinzu, um einen pikanten Geschmack zu erzielen. Das klingt erfrischend. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Lektion 38: Von anderen lernen. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir zu besseren Menschen werden, wenn wir etwas über die Interessen anderer erfahren. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Es öffnet unseren Geist für neue Perspektiven. Genau. Je besser wir andere verstehen, desto mehr Empathie entwickeln wir. Verf Es hilft uns, unterschiedliche Kulturen und Erfahrungen wertzuschätzen. Haben Sie jemals etwas Überraschendes von jemandem gelernt? Zuf. Ich habe einmal jemanden getroffen, der sich für Töpfern interessiert, und das hat mich dazu inspiriert, es Das auszuprobieren. ist erstaunlich. Ich denke, dass es sehr lohnend sein kann, neue Hobbys auszuprobieren. Definitiv. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und es hilft uns, als Individuen zu wachsen. Welche neuen Interessen haben Sie in letzter Zeit entdeckt? Ich habe angefangen, etwas über Fotografie zu lernen. Es ist faszinierend, Momente festzuhalten. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne einmal deine Fotos sehen. Lektion 39: Überlegungen zum Gewicht. Hallo Anna. Ich habe dafür gesorgt, dass wir für unsere Reise keine Probleme mit dem Gewicht haben sollten. Hallo John, das ist klug. Es ist wichtig, mit Bedacht zu packen. Genau. Ich habe die Beschränkungen für unser Gepäck überprüft. Gute Idee. Es kann problematisch sein, wenn wir die Grenzwerte überschreiten. Rechts. Ich habe mich auch darauf konzentriert, leichte Kleidung mitzubringen. Das ist eine tolle Strategie. Auch Schichten können hilfreich sein. Ja, es spart Platz und hält uns auf unterschiedliche Wetterbedingungen vorbereitet. Wie wäre es mit Snacks? Bringst du welche mit? Ich denke darüber nach, etwas Stundenfutter einzupacken. Es ist leicht und nahrhaft. Perfekt. Das wird uns während unserer Abenteuer mit Energie versorgen. Ich kann die Reise kaum erwarten. Planung ist der halbe Spaß. Lektion 40: Naturschutzbewusstsein. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass andere Arten fast ausgerottet sind, wie die großen Präsäugetiere namens Bison? Hallo John, ja. Es ist schockierend, wie viele es früher waren. Genau. Einst lebten Millionen von Bisons in den Ebenen. Es ist unglaublich, darüber nachzudenken, wie wichtig sie für das Ökosystem waren. Rechts. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Graslandes. Und die Rückkehr hatte auch Auswirkungen auf andere Arten. Ja, Naturschutzbemühungen sind von entscheidender Bedeutung, um das zu schützen, was noch übrig ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen. Waren Sie schon einmal in einem Nationalpark, um Bisons zu sehen? Ja, es war erstaunlich, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Das würde ich gerne erleben. Es ist eine Erinnerung an die Bedeutung des Artenschutzes. Lektion 41: Die Reformation.
Hallo Anna, wusstest du, dass sich nach dem Jahr 1500 viele Menschen in Europa von der katholischen Kirche losgesagt haben? Hallo John, ja, es war ein bedeutender Moment in der Geschichte, der als Reformation bekannt ist. Genau. Die Menschen suchten nach persönlicheren Verbindungen zu ihrem Glauben. Pers Persönlichkeiten wie Martin Luther spielten in dieser Bewegung eine entscheidende Rolle. Ja, seine 95 Thesen lösten viele Debatten und Veränderungen aus. Es ist faszinierend, wie diese Ereignisse das moderne Christentum geprägt haben. Definitiv. Aus diesen Veränderungen resultierte der Aufstieg verschiedener Konfessionen. Und es führte im Laufe der Zeit auch zu größerer Religionsfreiheit. Ja, es ist interessant darüber nachzudenken, welchen Einfluss diese historischen Ereignisse auch heute noch auf uns haben. Lektion 42: Lieferantenverbindungen. Morgen Anna, das ist fantastisch. Haben Sie potenzielle Lieferanten für unser Unternehmen gefunden? Hallo John, ja, ich habe ein paar entdeckt, die vielversprechend aussehen. Großartig. Welche Art von Produkten bieten Sie an? Sie sind auf umweltfreundliche Materialien spezialisiert, was perfekt zu unseren Zielen passt. Das ist wunderbar. Nachhaltigkeit ist heutzutage so wichtig. Hilf. Ich denke, es wird auch mehr Kunden anziehen. Haben Sie sie schon wegen Angeboten kontaktiert? Ja, ich habe gestern Anfragen verschickt und warte auf deren Antworten. Perfekt. Ich bin gespannt, was Sie mitbringen werden. Ich hoffe, wenn Sie unseren Standards entsprechen, könnten wir mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, damit weiterzumachen. Lektion 43: Restaurantempfehlungen. Hallo Anna, kannst du gute Restaurants in der Nähe empfehlen? Hallo John, natürlich. Suchen Sie eine bestimmte Art von Küche. Ich habe Lust auf Italienisch. Unten an der Straße gibt es einen fantastischen Italiener namens Bella Italia. Das hört sich großartig an. Was empfehlen Sie dort? Hier Pasta Primavera ist fantastisch und das Tiramisu ist ein Muss. Lecker. Ich liebe ein gutes Dessert. Ist es ein intimer Ort? Ja, es herrscht eine gemütliche Atmosphäre, perfekt für ein schönes Abendessen. Eindrucksvoll. Ich werde es mir dieses Wochenende auf jeden Fall ansehen. Lektion 44: Musikalische Zusammenkünfte. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie Musiker bei kleinen Zusammenkünften oft Instrumente spielen. Hallo John, ja, es verleiht jeder Veranstaltung eine schöne Note. Rechts. Ein Musiker aus der Nachbarschaft kann eine so warme Atmosphäre schaffen. Ruf. Liebe Musik hat etwas Besonderes. Außerdem können Reisegruppen unterschiedliche Klänge und Stile mitbringen. Perf Durch ihre Musik teilen sie oft einzigartige kulturelle Erlebnisse. Haben Sie eine Lieblingsart von Live-Musik? Ich genieße akustische Darbietungen. Sie fühlen sich sehr persönlich an. Ich stimme zu. Es ist schön, das Rohtalent der Musiker zu hören. Lektion 45: Die Kunst der Überzeugung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass jemand anderen seinen Willen nicht vollständig aufzwingen kann. Hallo John, das ist ein toller Punkt. Wenn jemand zu anspruchsvoll wird, kann es sein, dass er auf Widerstand stößt. Genau. Es geht darum, Autorität und Verständnis in Einklang zu bringen. Tja, Menschen reagieren eher positiv, wenn sie sich respektiert fühlen.
Haben Sie schon einmal eine Situation erlebt, in der jemand zu aufdringlich war? Definitiv. Dies führt oft zu Missverständnissen und Konflikten. Rechts. Effektive Kommunikation erfordert Geduld und Einfühlungsvermögen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, genauso viel zuzuhören, wie wir sprechen. Wahr. Das Finden einer gemeinsamen Basis kann wirklich dabei helfen, andere zu überzeugen. Ja, und manchmal kann Humor auch die Spannung lindern. Absolut. Ein unbeschwerter Ansatz kann einen großen Unterschied machen. Lektion 46. Gelassen bleiben. Guten Morgen, Anna. Ich bereite mich auf ein Meeting vor. Ich werde versuchen, gelassen zu bleiben und meinen Standpunkt klar darzulegen. Hallo John, das ist eine kluge Strategie. Ruhig zu bleiben kann Ihnen wirklich dabei helfen, effektiv zu kommunizieren. Ja, es ist leicht, nervös zu werden, besonders wenn die Emotionen hochkochen. Definitiv. Vor dem Sprechen kann es hilfreich sein, tief durchzuatmen. Gute Idee. Es hilft, den Kopf frei zu bekommen und sich auf die Botschaft zu konzentrieren. Vielleicht planen Sie bei Ihrer Präsentation auch visuelle Hilfsmittel einzusetzen. Ja, ich denke, visuelle Darstellungen können meine Argumente untermauern und alle motivieren. Das ist ein toller Ansatz. Menschen erinnern sich oft besser an Bilder als an Worte allein. Sicher, ich möchte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Lektion 47. Erfrischungen bei Besprechungen. Hallo Anna, meinst du, wir sollten während des Treffens Erfrischungen zu uns nehmen? Hallo John, ich denke, das ist eine gute Idee. Snacks können das Energieniveau aufrechterhalten. Genau, es trägt auch dazu bei, eine entspanntere Atmosphäre zu schaffen. Darf, was planen Sie zu organisieren? Ich dachte an Kaffee, Gebäck und vielleicht Obst. Das klingt perfekt. Eine Vielfalt wird unterschiedlichen Vorlieben gerecht. Rechts. Außerdem zeigt es, dass uns der Komfort der Teilnehmer am Herzen liegt. Versuch. Es kann auch zu offeneren Diskussionen anregen. Ja, ich hoffe, dass es allen dabei hilft, sich wohler zu fühlen. Lektion 48. Effektive Kommunikation. Guten Morgen, Anna. Hast du irgendwelche Tipps für eine effektive Kommunikation? Hi John, ja, der Einsatz der Körpersprache ist entscheidend. Ich stimme zu. Es kann Selbstvertrauen und Engagement vermitteln. Ja, Blickkontakt zu halten zeigt, dass Sie interessiert sind. Ja, auch Nicken kann den Redner zum Weitermachen animieren. Rest. Und wenn Sie es vermeiden, die Arme zu verschränken, können Sie zugänglicher wirken. Das sind tolle Punkte. Wie sieht es mit dem Stimmton aus? Es ist auch wichtig. Ein warmer Ton kann Ihre Nachricht einladender machen. Ja, und wenn Sie die Tonhöhe variieren, können Sie die Aufmerksamkeit des Zuhörers fesseln. Zuruf. Bei der Kommunikation geht es nicht nur um Worte, es ist ein Komplettpaket. Ich liebe diese Perspektive. Es betont wirklich die Kunst, mit anderen in Kontakt zu treten. Lektion 49. Vertrauenswürdige Quellen. Hi Anna, sind diese Lieferanten zuverlässig? Hallo John, ja, Sie sind im Allgemeinen zuverlässig, aber es kann gelegentlich zu Verzögerungen kommen. Das ist gut zu wissen. Haben Sie schon einmal mit ihnen zusammengearbeitet? Ja, Ihre Produkte sind von hoher Qualität, aber die Kommunikation könnte verbessert werden. Ich verstehe. Eine klare Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Geschäftsbeziehung. Ja, es hilft dabei, von Anfang an Erwartungen festzulegen.
Was sollten wir Ihrer Meinung nach tun, wenn wir Probleme mit ihnen haben? Ich denke, dass es am besten ist, Probleme direkt anzugehen, aber wir sollten auch Backup-Optionen haben. Tolle Idee. Es ist immer klug, Alternativen zu haben. Chef, auf diese Weise können wir Störungen in unserem Arbeitsablauf minimieren. Da fühle ich mich jetzt sicherer. Lektion 50. Eine Nachricht hinterlassen. Morgen, Anna. Kann ich dir eine Nachricht hinterlassen? Klar, John. Warte natürlich einen Moment, damit ich Stift und Papier greifen kann. Danke. Ich möchte sicherstellen, dass ich alle Details anführe. Kein Problem. Was möchtest du sagen? Ich muss Sie an das Treffen morgen um 10 Uhr erinnern. Alles irgendetwas anderes. Ja, bitte fragen Sie vorher, ob die Tagesordnung zugesandt werden kann. Gute Idee. So können wir uns besser vorbereiten. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass wir alles Wichtige abdecken. Lektion 51. Demokratische Träume. Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit über den demokratischen Prozess nachgedacht. Hallo John, das ist interessant. Was hast du im Kopf? Ich glaube, dass wir Demokraten immer noch einen Traum für die Zukunft unserer Nation haben. Chef, es ist wichtig, hoffnungsvoll zu bleiben und sich politisch zu engagieren. Genau. Beteiligung ist der Schlüssel, um etwas zu bewirken. Auf welche Veränderungen müssen wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren? Themen wie Bildung und Gesundheitsversorgung sollten Vorrang haben. Ich stimme zu. Diese Bereiche wirken sich direkt auf das Leben aller aus. Ja, wenn die Bürger informiert und aktiv sind, können echte Veränderungen stattfinden. Lektion 52. Bibimbap zu bereiten. Morgen, Anna, weißt du, wie man Bibimbap macht? Aicho und nein, das tue ich nicht. Kannst du es mir beibringen? Sicher, es ist ein köstliches koreanisches Gericht mit Reis und verschiedenen Belegen. Klingt lecker. Welche Zutaten brauchen wir? Sie benötigen Reis, Gemüse wie Spinat und Karotten sowie ein Spiegelei. Was ist mit der Soße? Gochujang. Es ist eine würzige rote Paprikapaste, die für einen tollen Geschmack sorgt. Tja, wie bringen wir das Ganze zusammen? Sie kochen den Reis, braten das Gemüse an und vermischen dann alles mit der Sauge. Das klingt einfach genug. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Du wirst es lieben. Es ist auch bunt und gesund. Lektion 53. Gesunder Lebensstil. Hallo Anna, ich habe kürzlich meinen Lebensstil geändert. Hallo John, das ist großartig. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe zunächst angefangen, mich ausgewogen zu ernähren und viel Obst und Gemüse zu essen. Das hört sich köstlich an. Welche Früchte genießen Sie am meisten? Ich liebe Beeren, besonders Erdbeeren und Blaubeeren. Sie sind so erfrischend. Ich stimme zu. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch voller Vitamine. Genau. Ich habe auch mehr Wasser getrunken. Das ist wichtig. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hilft dabei, das Energieniveau zu steigern oder Ja, und ich habe auch angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. das ist fantastisch. Was für Übungen magst du? Ich mische Cardio mit Krafttraining. Es bleibt interessant. Lektion 54. Die Bedeutung von Bäumen.
Guten Morgen, Anna. Hast du über die Bedeutung von Bäumen nachgedacht? Hi John, auf jeden Fall. Sie versorgen uns mit Holz und Schnittholz, aber wir müssen vorsichtig sein. Rechts. Manchmal fällen Menschen zu viele Bäume, um Bauholz zu gewinnen. Ja, dies kann zur Abholzung der Wälder führen, was der Umwelt schadet. Ja, Bäume sind für saubere Luft und Lebensräume für Wildtiere von entscheidender Bedeutung. Und sie helfen auch, das Klima zu regulieren. Absolut. Wir sollten nachhaltige Praktiken beim Holzeinschlag fördern. Ja, das Pflanzen neuer Bäume kann dabei helfen, den Verlust auszugleichen. Ich liebe diese Idee. Es geht darum, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu schützen. Lektion 55 Kaufreude. Hi Anna, hast du von dem Verkauf gehört, der hier stattfindet? Hallo John, ja, ich bin so aufgeregt. Lassen Sie uns einige tolle Angebote finden. Absolut. Der Verkauf ist der perfekte Zeitpunkt, um sich das zu besorgen, was wir brauchen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Ich suche eine neue Jacke. Meins wird alt. Ich brauche ein neues Paar Schuhe. Meine Lieblingsstücke sind abgenutzt. Schauen wir uns also zuerst die Schuhabteilung an. Gute Idee. Ich hoffe, Sie haben einige stillvolle Optionen. Ich bin mir sicher, dass Sie es tun werden. Es macht immer Spaß, neue Stile zu entdecken. Tja, außerdem macht das gemeinsame Einkaufen noch mehr Spaß. Definitiv. Lasst uns heute einige Schätze finden. Lektion 56 Wetterwarnungen. Hallo Anna, es sieht so aus, als würde es morgen etwas regnen. Hallo John, wirklich. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Ebenfalls. Ein leichter Schauer ist in Ordnung, aber starker Regen kann problematisch sein. Ich weiß, es kann Outdoor-Pläne ruinieren. Haben Sie irgendwelche Aktivitäten geplant? Ich dachte darüber nach, eine Wanderung zu machen. Möglicherweise muss ich den Termin verschieben. Das ist eine gute Idee. Wandern im Regen kann rutschig sein. Genau. Ich warte lieber auf einen sonnigen Tag. Behalten wir die Wettervorhersage im Auge. Vereinbart. Hoffentlich klärt sich das bald. Lektion 57 Stärke im Konflikt. Hallo Anna, es ist interessant, wie Stärke und Mitgefühl auch inmitten von Konflikten koexistieren können. Hallo John, das stimmt. Es erfordert oft große Kraft, in schwierigen Zeiten Mitgefühl zu zeigen. Genau. Ironischerweise kann Empathie stärker sein als Wut. Tja, es hilft, Probleme friedlicher zu lösen. Haben Sie Beispiele dafür gesehen? Ich habe. In vielen historischen Ereignissen führten Führungskräfte, die sich für Mitgefühl entschieden, oft zu dauerhaften Veränderungen. Das ist inspirierend. Es zeigt, dass Verständnis zur Heilung führen kann. Absolut. Glauben Sie, dass wir dies in unserem täglichen Leben anwenden können? Definitiv. Kleine freundliche Gesten können einen großen Unterschied machen. Ich stimme zu. Auch bei Meinungsverschiedenheiten kann Verständnis das Gespräch verändern. Tja, es ermutigt auch andere, positiv zu reagieren. Mitgefühl ist wirklich eine Stärke, die es wert ist, kultiviert zu werden. Lektion 58 Intelligente Einkaufsentscheidungen. Morgen, Anna, das ist wichtig. Welche Marken würden Sie angesichts dieser Funktionen empfehlen? Hallo John, ich würde sagen, Marken wie Patagonia und Nordfake sind großartig für Outdoor-Ausrüstung. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Sie legen Wert auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Ja, wie gefällt auch, dass Sie eine Reihe von Stilen für verschiedene Aktivitäten anbieten. Bevorzugen Sie bestimmte Merkmale bei der Auswahl Ihrer Ausrüstung? Besonders im Winter suche ich nach wasserdichten Materialien und guter Isolierung. Schlau. Auch die Atmungsaktivität ist entscheidend für den Tragekomfort. Doof. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Qualität und Komfort zu finden. Und vergessen Sie nicht den Stil. Es ist schön, sich gut zu fühlen und gleichzeitig praktisch zu sein. Verle Mode und Funktion können Hand in Hand gehen. Sicher. Lassen Sie uns an diesem Wochenende gemeinsam einige Optionen erkunden. Lektion 59 Fitnessroutine. Hallo Anna, idealerweise sind 3 bis 4 Mal pro Woche ein guter Ausgleich für die allgemeine Fitness. Hallo John, ich stimme zu. Diese Häufigkeit trägt dazu bei, eine gesunde Routine aufrechtzuerhalten. Genau. Es hält Ihren Körper aktiv, ohne ihn zu überfordern. Welche Arten von Übungen integrieren Sie in Ihre Routine? Ich mag eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Und du? Ich bevorzuge Yoga und leichtes Joggen. Es hilft mir auch, mich zu entspannen. Das ist eine tolle Kombination. Yoga eignet sich hervorragend für Flexibilität und Achtsamkeit. Verf Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, nach einem anstrengenden Tag abzuschalten. Setzen Sie sich konkrete Ziele für Ihre Fitness? Ich versuche, jeden Tag mindestens 30 Minuten Sport zu treiben. Das ist ein solides Ziel. Konstanz zahlt sich auf lange Sicht wirklich aus. Lektion 60 Schlaf und Bewegung. Hallo Anna, ausreichend Schlaf ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit. Hallo John, absolut. Schlaf hilft unserem Körper, sich zu erholen und besser zu funktionieren. Genau. Bewegung ist auch so wichtig. Es kann die Schlafqualität verbessern. Wisse, es ist wie ein Kreislauf. Guter Schlaf führt zu besserem Training und umgekehrt. Welche Art von Bewegung hilft Ihnen Ihrer Meinung nach, besser zu schlafen? Ich finde, dass leichte Dehnübungen oder Yoga vor dem Schlafengehen mir wirklich helfen, mich zu entspannen. Das ist eine tolle Idee. Ich bevorzuge einen kurzen Spaziergang am Abend. Wandern ist schön. Es macht den Kopf frei und kann sie ausreichend ermüden. Ja, es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 61. Ein Ort für alle. Hallo Anna, ich glaube, jeder verdient einen Platz am Tisch. Hallo John, absolut. Es ist wichtig, Obdachlosen Schutz zu bieten. Ja, und wir sollten uns auch um die älteren und gebrechlichen Menschen in unserer Gemeinde kümmern. Definitiv. Jeder braucht Unterstützung, besonders in schwierigen Zeiten. Es geht darum, Hoffnung für die Mittellosen zu schaffen, oder? Ja, wenn sich Menschen einbezogen fühlen, kann das ihr Leben verändern. Wie können wir Ihrer Meinung nach helfen? Freiwilligenarbeit in örtlichen Tierheimen ist ein guter Anfang. Das ist eine wunderbare Idee. Selbst kleine freundliche Gesten können einen Unterschied machen. Tja, eine Kleider- oder Lebensmittelspende kann Bedürftigen wirklich helfen. Und auch die Sensibilisierung für diese Themen ist von entscheidender Bedeutung. Lektion 62. Die Herausforderung der Demokratie. Guten Morgen, Anna. Demokratie klingt in der Theorie großartig, aber manchmal scheint sie nicht praktikabel zu sein. Hallo John, ich stimme zu. Es kann so sein, als würde man versuchen, zu viele Meinungen auf einmal auszubalancieren. Genau. Das Ideal ist, dass jeder eine Stimme hat, aber es kann chaotisch sein.
Ja, es ist eine Herausforderung, zwischen unterschiedlichen Ansichten eine gemeinsame Basis zu finden. Manchmal führt es zu einem Stillstand, in dem keine Entscheidungen getroffen werden können. Fest Für Menschen, die Fortschritte wollen, kann es frustrierend sein. Glauben Sie, dass es eine Lösung gibt, um die Funktion zu verbessern? Vielleicht könnte es hilfreich sein, sich auf Dialog und Kompromisse zu konzentrieren. Das ist ein guter Punkt. Es ist wichtig, offene Gespräche zu fördern. Ja, es fördert das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gruppen. Letztlich geht es darum, gemeinsam für das Wohl der Allgemeinheit zu arbeiten. Lektion 63: Öffentliche Verkehrsmittel. Hallo Anna, ja, in unserer Stadt gibt es auch Straßenbahnen und Trolleybusse. Hallo John, ich weiß. Allerdings sind diese Strecken im Vergleich zu regulären Bussen eingeschränkter. Genau. Für Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, kann es unbequem sein. Der, der Ausbau dieser Strecken könnte vielen Pendlern zugutekommen. Das würde es. Mehr Optionen bedeuten weniger Staus auf den Straßen. Und es ermutigt die Menschen, öffentliche Verkehrsmittel statt Autos zu nutzen. Rechts. Das ist auch besser für die Umwelt. Glauben Sie, dass die Stadt Verbesserungen plant? Ich hoffe es. Es würde das Pendeln für alle erleichtern. Behalten wir die lokalen Nachrichten im Auge, um Updates zu erhalten. Definitiv. Es ist wichtig, über Transportänderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 64: Recycling fördern. Guten Morgen, Anna. Die Förderung des Recyclings ist so wichtig für unseren Planeten. Hi John, absolut. Es trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Haben Sie in letzter Zeit über Ihr Recyclingverhalten nachgedacht? Ja, ich versuche, bei der Mülltrennung bewusster vorzugehen. Das ist großartig. Jede noch so kleine Anstrengung trägt zu einer gesünderen Umwelt bei. Ich ermutige auch meine Freunde, sich an Recycling-Initiativen zu beteiligen. Das ist eine fantastische Idee. Die Verbreitung von Bewusstsein kann andere inspirieren. Ja, es geht darum, es zu einer Gemeinschaftsanstrengung zu machen. Haben Sie Tipps für effektives Recycling? Ich empfehle, die örtlichen Richtlinien zu prüfen, um zu erfahren, was recycelt werden kann. Guter Punkt. Das Verständnis der Regeln kann einen großen Unterschied machen.